Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage so gut wie es dieses Jahr ging vollbracht, habt eine schöne Zeit mit euren Liebsten gehabt und bereitet euch jetzt so ein bisschen auf den Jahreswechsel vor. Für mich ist heute ein Tag, da möchte ich gerne Danke sagen. Rückblickend auf das Jahr 2020 habe ich erfahren dürfen, dass über 7000, es waren fast 8000 Leute, die meinen Kanal abonniert haben. Und ich weiß nicht, ich glaube irgendwas um die 1,4 Millionen Aufrufe, die mein Kanal in diesem Jahr gebracht haben. Warum erzähle ich das ausgerechnet heute? Es ist jetzt auf den Tag genau 2 Jahre her, da habe ich mich entschieden, diesen Kanal zu eröffnen und bin eigentlich mit dem Anspruch daran gegangen, dass wenn ich es irgendwie schaffe, in einem Jahr 100 Leute davon zu begeistern oder 100 Gleichgesinnte, nenne ich es mal lieber so, zu finden, die dieses Hobby mit mir teilen, dann ist es eine lohnenswerte Geschichte, diesen Kanal zu betreiben. Was dann passiert ist, das hat mich völlig überrannt, also wirklich völlig überrannt. Aktuell, ich glaube 9200, fast 9300 Abonnenten habe ich in der Zeit für YouTube gewinnen können. Das ist eine Zahl, ich kann die eigentlich gar nicht greifen. Die klingt noch relativ klein, wenn ich dann überlege, das sind 1,3 Millionen Zugriffe auf meine Videos gewesen, über 140.000 Stunden, die das Ganze geguckt wurde. Wahnsinn, wirklich phänomenal, und dafür möchte ich mal Danke sagen. Ganz, ganz großes Danke an jeden Einzelnen. Die ganzen Kommentare, alles was damit so zusammenhängt, meine WhatsApp-Gruppe, die stetig gewachsen ist, wo viele dabei sind, die einen regen Austausch auch über dieses Hobby dann dort vollziehen. Da bin ich auch ein sehr, sehr häufiger Gast, würde ich mal sagen, teilweise auch zum Trotze der Familie, dass ich da sehr, sehr viel Zeit verbringe, aber es macht auch einfach nur Spaß, mit der Community dort zu agieren. Auch die ganzen Kommentare, unzählige, ich weiß nicht, wie viele es dieses Jahr gewesen sind, ich möchte sie jetzt auch gar nicht alle zählen, und egal ob positiv oder negativ, jeder einzelne Kommentar wird von mir gelesen, wird auch ernst genommen. Anders hätte sich dieser Kanal auch nie ändern können. Ihr macht mich darauf aufmerksam, wenn da irgendwas ist, was nicht so wirklich funktioniert, sei es denn, dass es mal Probleme mit dem Ton gegeben hat, mit Licht, Bild, wie auch immer. Klar passieren da immer mal wieder so ein paar kleine Fehler, aber ich muss da sagen, ich bin hier kein Vollprofi, der hier 8 Stunden lang nichts anderes am Tag macht, außer mit Klemmbausteine sich auseinanderzusetzen. Für mich ist und bleibt das Ganze ein Hobby. Ich mache das am Sonntag mal so ein bisschen, samstags abends teilweise, wenn die Familie was guckt, was mich jetzt vielleicht nicht so interessiert, dann gucke ich das Ganze und baue hier so ein bisschen und schneide meine Videos und lade euch die dann rauf. Also wenn da hier und da immer mal ein Fehler passiert, bitte ich dies zu entschuldigen. Auch ich bin nur ein Mensch, der teilweise den Kopf voll hat mit Privat und Arbeit und das hier dann wirklich nebenbei macht. Also kein Mensch, der nichts anderes außer YouTube zu tun hat. Und ich denke mal, jeder, der Familie und ein Haus hat, der wird verstehen, dass da die Zeit teilweise ein sehr, sehr wertvolles Gut ist und dann hier dann auch vielleicht das ein oder andere Mal nur flüchtig passiert. Ich kann da nicht viel mehr sagen, außer Danke, das ist genial. Also ich blicke jetzt in das 3. Jahr, das beginnt dann heute, wo die Reise dahin gehen wird. Ich habe keine Ahnung, ich lasse mich da überraschen. Ich habe auf jeden Fall wieder einige schöne Sets, die habe ich schon hier stehen, die ich euch gerne zeigen möchte. Schwerpunktartig werden einige Mocks mit dabei sein. Dies Jahr waren es mit den Kränen und mit dem Tautruck ja auch schon schöne große Sets, die man da hier mal zusammen gesehen hat. Das wird nächstes Jahr natürlich nicht anders werden. Das ist jetzt eine recht aktuelle Nachricht, die ist von heute, da habe ich dann auch eine Versandbestätigung bekommen. Das große Notre Dame, nach sehr viel hin und her und mit Problemen, ist es heute endlich auf die Reise gegangen. Es kommt jetzt mit dem Zug, also da muss ich mich überraschen lassen. Zielsetzung war ja eigentlich, oder mein Wunsch war ja eigentlich, dass das Ganze im Januar schon hier ist und ich dann jeden Monat so ein bisschen was von dem Bau dieses riesen Modells euch zeigen kann. Das wird dann, denke ich mal, vielleicht doch erst Februar oder März, aber bis dato lauern auch viele schöne andere Sets noch hier bei mir, die alle mal gebaut werden
wollen. Es sind auch noch viele unvollständige Projekte, die hier jetzt dem Ende entgegengehen sollen. Der Panzerzug, da fehlt noch ein bisschen was, das werde ich jetzt bald mal in Angriff nehmen. Manhattan möchte dann auch irgendwann mal fertig gemacht werden. Auch das sind Sachen, da konzentriere ich mich jetzt schwerpunktmäßig erst einmal drauf. Das werde ich jetzt zügig, also ich würde mal schon sagen, im ersten Halbjahr jetzt versuchen, auch alles abzuschließen, damit ich mich dann auch voll und ganz auf neuere Sets konzentrieren kann. Wenn irgendein Set kommt, was interessant ist, werde ich das natürlich relativ schnell mit aufgreifen und euch dann auch zeigen können. Wo ich dann nochmal bei so einem kleinen Thema bin, was ich vielleicht kurz mal ansprechen möchte. Es tauchen immer noch wieder Fragen, Kopfschütteln, Unverständnis, wie auch immer zur Kanalmitgliedschaft auf. Ich bin der Meinung, ich hätte das alles schon mal vernünftig erklärt. Ich versuche das jetzt nochmal ganz kurz und grob zusammenzureißen. Es gibt keinen Unterschied zwischen den normalen Abonnenten und zwischen denen, die bei mir eine Mitgliedschaft haben. Ich stelle die da alle gleich, ihr bekommt alle die gleichen Videos zu sehen. Nur mit dem Unterschied, dass die bei mir eine Kanalmitgliedschaft für die MOX haben, dass die in den Vorzug kommen, dass die auch hier und da mal so ein paar Infos zum Bau bekommen oder Sachen, die ich mir anschaue, wann sind sie unterwegs, wie kommen sie hier an, vollständig, unvollständig, wie auch immer. Das sind Sachen, die teile ich mit denen. Dafür habe ich diese Mitgliedschaft eingeführt und Sie dürfen als erstes die Videos schauen, zuzüglich noch ohne Werbung. Alle anderen bekommen diese Videos natürlich auch zu sehen. Es dauert dann halt nur ein bisschen länger, aber es muss da keiner sagen, die Privilegierten dürfen die MOX nur sehen. Das ist völliger Blödsinn. Jeder bekommt diese Videos zu sehen. Die einen früher, die anderen schneller und die einen mit und die anderen halt ohne Werbung. Ich weiß, dass das immer wieder ein Aufreger ist. Es kommen auch wirklich viele Nachrichten da rein. Einige, die da auch wirklich die tollsten Ausdrücke für mich finden, die ich teilweise so gar nicht irgendwo lese, weil YouTube würde sie direkt wieder rausfiltern. Auch das, denke ich mal, darf ich mal offen sagen. Das sind dann immer so Kommentare, wo ich sage, okay, nimmst es mal so hin, aber gar nicht erst drauf eingehen, weil beleidigen kann ich mich alleine eigentlich auch ganz gut. Ich denke mal, das soll mal gesagt sein. Hier liegt schon noch so ein bisschen Knisterpapier unter mir. Ich habe gerade noch ein bisschen was gebaut und war ein bisschen faul, den Müll rauszubringen. Das machen wir dann auch gleich, aber das ohne Kamera. In den anderen Stufen funktioniert es fast genauso. Als erstes gibt es das Video für die Kanalmitglieder und eine Woche später haben sie dann aber auch wirklich schon alle vor sich und können es auch gucken. Also es gibt keinen Unterschied, die sind genau gleich geschnitten, es sind die gleichen Wörter drin, es gibt da keine Unterschiede. Ich hoffe, ich konnte das jetzt abschließend nochmal klarstellen, weil ich finde das immer ein bisschen schade, wenn da von Privilegierten oder von besseren Mitgliedern oder wie auch immer gesprochen wird. Ich mache da keinen Unterschied, außer halt, dass die einen dafür bezahlen, dass sie schnellere Infos haben und die Werbung in den Videos ausgeblendet haben und die anderen bekommen die Videos. Und über meine Community bei WhatsApp, teilweise auch bei Instagram, gibt es fast identische Informationen. Ich hoffe, dieses Thema kann ich jetzt ein für alle Male damit abschließen und wir starten damit, wie es ist in 2021. Und dann lasse ich mich mal überraschen, was dieses Jahr wirklich so bringt. Ich hoffe natürlich, dass euch das nächste Jahr alles bringt, was ihr euch vorstellt, was ihr euch wünscht. Sollte es euch aktuell vielleicht nicht ganz so gut gehen, es ist leider eine schwere Zeit da draußen, dann wünsche ich euch natürlich, dass es aufwärts geht, dass ihr wieder Licht am Horizont seht oder Licht am Ende des Tunnels, wie auch immer man das bei euch ausdrückt, und dass ihr in ein sehr, sehr schönes Jahr startet und dieses auch erfolgreich beendet. Manchmal kriege ich Fragen, wie hast du das gemacht oder wie hast du das gemacht? Das ist immer schwer zu sagen. Man stolpert teilweise so in das ein oder andere rein. So wie sich das entwickelt hat, dass es für mir mittlerweile ein Konto bei eBay gibt. Dürft ihr gerne gucken, es nennt sich genauso wie mein Kanal, das ist die Klemmbausteinwelt. Dort taucht das ein oder andere Set dann mittlerweile mal auf, was ich dort auch anbiete. Immer mal so ein kleines bisschen günstiger als die anderen haben, weil das Ganze hier ja nur nebenbei ist. Aber wenn ich sehe, dass ich da mal ein schönes Set ranziehen kann
und kann euch das für einen guten Kurs weitergeben. Da schaut da einfach mal rein, da könnt ihr mir auch folgen, dann verpasst ihr auch dort nichts. Mehr möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht sagen, viel mehr Zeit möchte ich euch jetzt gar nicht klauen. Ich kann nur sagen, wenn ihr jetzt noch 2020 guckt, dann wünsche ich natürlich einen guten Rutsch in das nächste Jahr. Kommt gesund rüber, denkt dran, böllern können wir dieses Jahr nicht ganz so viel. Passt auf euch auf und vor allen Dingen bitte bleibt bei der ganzen Geschichte gesund. Und für alle die erst 2021 gucken, ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen in das neue Jahr, habt euch nicht unnötig verletzt und die Kopfschmerzen waren hoffentlich nicht ganz so groß. Und ansonsten wünsche ich natürlich allen, die hier zugucken, das, was ich immer sage, bitte bleibt gesund.